Schlechte Umfragewerte für die SPD im Osten. Vor allem in Thüringen und in Sachsen droht der Kanzlerpartei bei den Landtagswahlen ja ein Absturz. Aber warum fällt es den Genossen so schwer, die Wähler im Osten anzusprechen? Der Hauptgrund scheint der zu sein, dass die SPD an ihren Überzeugungen festhält, dass die Überzeugungen, die Politiküberzeugungen der SPD aber nicht zu dem passen, was die Bürgerschaft für angemessen hält. Die SPD ist, um das aktuellste Beispiel zu nehmen, überzeugt davon, dass man die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützen muss. Das glaubt ein nennenswerter Teil der Ostdeutschen gerade nicht. Die SPD ist lange Zeit der Meinung gewesen, dass Migration kein echtes Problem ist und dass die Rückführung von Zugewanderten im Grunde unterlassen werden sollte, weil es ja gute Gründe dafür gäbe, dass Leute nach Deutschland gekommen seien. Das sieht ein Großteil der Bevölkerung nicht. Und dieses Eingesperrtsein in bisherigen Vorstellungen und Politikwünschen, die nicht zu denen der Bevölkerung passen, das ist das Grundproblem der SPD, freilich nicht nur der SPD. Jetzt legt das Bündnis Sarah Wagenknecht im Osten ja in den Umfragen enorm zu. Wie attraktiv ist denn diese Partei auch vielleicht als Koalitionspartner, zum Beispiel für die CDU? Naja, die Attraktivität eines Partners bemisst sich nach der Verzweiflung, mit der man nach einem Partner Ausschau hält. Ich meine, der alte Hagestolz, der nimmt dann eine jede Frau, wenn er verheiratet werden will. Und nachdem die CDU ja im Grunde die größte nicht linke Partei, die AfD, nicht an ihrer Seite haben will, ihre bisherigen Bündnispartner SPD und Grüne aber sehr, sehr schwächeln, die CDU aber weiterhin nach einer parlamentarischen Mehrheit Ausschau hält, liegt dann der Gedanke nahe, sich mit dem Bündnis von Sarah Wagenknecht zu verbündern. Dafür spricht die öffentliche Wahrnehmung, dass die Partei von Sarah Wagenknecht ja keine rechte Partei ist, sondern eine gute, nämlich linke Partei. Zugleich spricht das Bündnis Sarah Wagenknecht viele Wähler an, weil hier eine sehr klare Migrationspolitik betrieben wird, die eben nicht den offenen Zugang nach Deutschland propagiert, sondern eine kontrollierte Einwanderung samt Rückweisung oder Rückführung derer, die kein Bleiberecht haben. Und obendrein ist die Partei von Sarah Wagenknecht jene, welche beim Ukraine-Krieg sozusagen einen Friedenskurs, in Anführungsstrichen würde ich das nun sagen, verfolgt. Und mit diesem Wählerpotenzial und Sitzpotenzial im Landtag kann die CDU wiederum eine Regierungsmehrheit haben. Und eben das macht das Bündnis Sarah Wagenknecht zunächst attraktiv. Ob sich die CDU auf Dauer damit einen Gefallen tut, das bleibt abzuwarten. Schließlich ist das Bündnis Sarah Wagenknecht sozialpolitisch eine klar linke Partei und hat folglich sozusagen das Risiko für die CDU, dass noch mehr CDU-Wähler von Wählern dieser Partei künftig abgehalten werden. Könnte es denn durchaus passieren, dass Sarah Wagenknechts Partei die Königsmacherin bei den Ostlandtagswahlen wird? Auch Gespräche mit anderen Parteien hat das Bündnis ja nie ausgeschlossen. Das könnte durchaus sein, dass die Rolle des Züngleins an der Waage, welche früher die FDP innehatte, nun bei Sarah Wagenknecht liegt. Wenn man sozusagen eine Dystopie, eine für viele sehr unschöne Utopie also ausmalt, könnte man sich im Fall von Sachsen sogar vorstellen, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht gemeinsam mit der AfD die CDU als langjährige Regierungspartei ablöst, mit dem Argument etwa, dass die CDU nun lang genug regiert hätte und es Zeit für einen Wechsel sei. Wie auch immer, die CDU wird als Erste in der Warteschlange bei Sarah Wagenknecht stehen und um ihre Hand anhalten. Wenn das gut geht, wird es ein CDU-Sarah Wagenknecht-Bündnis geben. Im anderen Fall sind viele, viele Optionen offen. Sehr wahrscheinlich ist es aber nicht, dass wir eine Koalition zwischen Bündnis Sarah Wagenknecht und SPD und Grünen sehen werden. Professor Werner Patzelt, herzlichen Dank für das Gespräch. Gern geschehen.